Das tut weh. Wir sind noch bei der Physiotherapie und nicht in der Thai-Massage. Grüß dich, Trainer! Willkommen zurück! Oh, Digga! Hab ich dich vermisst, Da ey. ist er ja wieder. Ja, Junge. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, Mir ja. geht's gut. Wenn ich dich sehe, dann geht's mir wieder gut. Super. Das ist Gut gemacht, Junge. Danke, mein Lieber. Irgendwie es ist sehr schnell gegangen, fand ich. Sehr wenig Schlaf, sehr viel Aufregung. Es ist auch nicht jeden Tag, dass man die Profis beim Borussia Dortmund betreuen dürfen. Ich habe total Bock, wieder in die U19 zurückzukehren, mit den Jungs zu arbeiten. Ja gut, ich bin nicht umsonst so lange hier. Ich arbeite sehr gerne mit jungen Spielern, dieses Jahr extrem junge Spieler. Ich mag das, diesen Weg mitbegleiten zu dürfen. Der ein oder andere von denen sind ja so wie kleine Staubsauger, die nehmen dich alles ab, saugen alles, was die bekommen können von uns im Trainerteam, weil die wollen ja Träume erwirklichen. Ja, gleich. So. Machst du mir... Grüß dich, Trainer! Willkommen zurück! Wie geht's dir? Ich glaube, ich spreche gerade für jeden. Also jeder hat sich für ihn gefreut. Vor allem, er ist einfach ein guter Trainer mit sehr viel Emotionen. Aber es war komplett überraschend und es war auch schwer, weil wir ein komplett anderes Trainerteam hatten. Einen neuen Co-Trainer Schmelzer, einen neuen Cheftrainer Ehren. Ja, war jetzt schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang erstmal, ne? Weil dann auf jeden Fall so ein ganz anderer Typ kam, weil Ehren eher so ein ruhiger Typ ist, der die Sachen dann anspricht, auch also nicht so laut im Ton, aber ich glaube, die ganze Mannschaft hat sich dann ganz schnell daran gewöhnt und wir haben natürlich auch versucht, das Beste daraus zu machen. Also wir haben es ihm, glaube ich, alle gegönnt und ihm dann auch nur das Beste gewünscht. Genau, aber wollten ihn natürlich auch wieder so schnell wie möglich bei uns haben. Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe wenig mitbekommen in die Tage, wo ich nicht da war. Ich war einmal kurz beim Morgenstraining, wo wir das Champions League-Spiel hatten gegen Donetsk, war ich 8 Uhr auf dem Trainingsplatz, hat ein paar Jungs Hallo gesagt, hat gesagt, die sollen Gas geben gegen Leipzig. In der Zeit, wo Ehren da war, haben wir in der DFB-Nachwuchsliga das erste Ligaspiel gehabt gegen Leipzig. Natürlich ist es immer was anderes mit einem anderen Trainerteam am Seitenrand, aber ich glaube, das haben wir auch ganz ordentlich geschafft. Leider dann kein Sieg. Vor allem, weil wir jetzt unglücklich eine rote Karte am ganz Anfang hatten, in der 20. Minute. Und dann lagen wir auch 2-0 zurück. Es war einfach ganz schwer, aber ich finde, dass wir uns dann einfach gut wieder im Griff bekommen haben. Und dann habe ich noch das Tor gemacht. Ja, es hat uns geholfen, aber leider haben wir den Sieg nicht mehr geholt. Jetzt sind wir wieder hier, dass die letzten 10 Tage ohne Trainerteam waren. Mit Unterstützung von Ehren und Smell ist jetzt auch abgehakt, weil im Endeffekt haben wir uns was vorgenommen davor. Da fangen wir jetzt mit an, ab heute. Natürlich laufen wir jetzt die Musik ein bisschen hinterher mit dem ersten Saisonspiel, was wir verloren haben. Das habe ich mir natürlich auch angeguckt. Aber das ist alles Vergangenheit. Jetzt geht es darum, was machen wir ab jetzt und was machen wir Samstag gegen Karlsruhe. Im Endeffekt geht es darum, die von euch, die Chance Samstag bekommt, den zu nutzen, dementsprechend auch sich zu verdienen, dass man Mittwoch nächste Woche dabei ist in Spanien. Okay? Ja. Bis dann? Ja. Gut, das war's. Ja, Karlsruhe war auch ein sehr ekliges Spiel und da haben wir zum Glück noch ein 1-0 gemacht. Und dann haben wir das einfach gut wegverteidigt und am Ende ist es wichtig für uns, dass wir die 0 halten und das haben wir getan. Gut, Diego. Mitte zu! Bravo, Diego. Gut gehalten, Matze. Komm, lange Ball! Ich habe mich verletzt gegen Duisburg. Mitte November war das, glaube ich. Ich hatte einen Muskelfaserriss und 1,5 Monate war ich raus. Ja, ich finde, eine Zeit, wo man verletzt ist einfach eine ganz schwere Zeit, weil viele Leute einfach nicht wissen, was hinter den Kulissen passiert. Ja, man ist alleine, man muss einfach das Beste draus machen
und einfach Gas geben in den Übungen, die dir der Trainer gibt. So, Diego. Wie geht's dir? Kann ich beschweren? Was ist das? Gar nichts. Wirklich, ja. Ich fühle mich gut. Unter den Rücken? Ist nicht so fest. Nein? Nein, gar nicht. Nein. Ja, ich finde, die Physios geben immer Hinweise, was man besser machen kann. Vor allem, um fit zu bleiben oder wenn man verletzt ist, auch einfach, die geben uns Sachen mit, die uns einfach, ja, vielleicht mal wachrütteln. Becken gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, ich fühle mich schon wirklich gut. Weil er bei mir auf der Bank liegt, ne? Deswegen fühlt sich gut. Tief ein und aus. Und tief ein und aus. Ja, da geht es schon ordentlich zur Sache, aber ich finde, das hört sich immer so schmerzhaft an, aber das tut eigentlich gut. Die Wochen jetzt werden hart, also jetzt mit Madrid, weißt du? Auf jeden Fall. Deswegen. Aber das ist ja die Thematik, über die wir schon gesprochen haben. Regeneration nach der Belastung. Das ist ja genauso wichtig wie die Vorbereitung. Ne? Ich merke gerade, ich muss wieder zahlen, ne? Ah, es sieht nicht gut aus. Ja, es Sieht gar nicht gut Shirt, aus. Pulli, Sender mal 4 ist schon teuer, ne? Ja, einmal habe ich mein T-Shirt verloren, also vergessen, ne? Ich glaube, habe ich mit anders vertauscht. Mein Pulli auch und dann, ich weiß gar nicht, Handy im Kraftraum. Wann war das? Gestern. Ja, auf jeden Fall deswegen auch noch. 10 Spieler erwischt dabei. Und ich habe meinen Sender beim Training vergessen. Das sind jetzt 100, 200, 300, 400 Euro einfach mal in die Kasse geballert von euch, für die Mannschaft, fürs Team. Ja, es geht einfach nur darum, dass im Kraftraum solltet ihr euch eigentlich auf die Sachen konzentrieren, die wir euch vorgeben und dass ihr dann nochmal vernünftig nacharbeitet. Und wenn ihr ein Handy im Kraftraum habt, dann seid ihr auf Snapchat unterwegs oder Deswegen nehme ich das auch eigentlich nicht mit. Ich finde, mit Physios hat man immer eine gewisse Bindung, weil Physios sind ja überall mit drin und ich finde, mit Physios hat man auch tiefgründige Gespräche und das gehört auch einfach dazu, dass man sich auch einfach mal wohlfühlt. du hast 2 richtig gute Trainingswochen eigentlich hinter dir, finde ich. Ja, gestern Warst du das Tor in Leipzig? Aber mir geht es ja nicht mal um das Tor, weißt du? Nee. Ich finde, für mich das Wichtigste ist einfach, wieder fit zu sein, weißt du? Fit zu sein, 3 Punkte. Um mich gut zu fühlen, weißt du, auf dem Platz. Hauptsache, ich fühle mich wohl in meinem Körper, weißt du? Ich will mich nicht wohlfühlen in deinem Körper, aber Alex, das tut weh. ich weiß. Wir sind auch bei der Physiotherapie und nicht in der Thai-Massage. Meine aktuelle Position in der U19 ist der zweite Torwart hinter Robin. Eigentlich war es von vornherein klar, dass ich in dieser Saison die Nummer 2 bin und Robin die Nummer 1, weil ja Robin auch schon im letzten Jahr eigentlich alles gespielt hat, auch da schon als Jungjahrgang. Aber natürlich probiert man da immer so trotzdem einen gewissen Konkurrenzkampf herzustellen, um ihn da auch ein bisschen Druck zu machen, weil ich glaube, dieser Druck so, ohne den Druck können wir alle nicht richtig spielen. Yeah! Gut, oh, der ist aber auf Kamera, oder? Na klar, will man schon viele Spiele spielen in der Saison. Also man freut sich dann auch jedes Mal, wenn man selber mal spielen darf. Und erst recht, wenn dann Robin irgendwie so große Paraden oder so hat. Natürlich gönnt man ihm das von Herzen, klar. Aber natürlich ist man dann auch immer so ein bisschen so, boah, da hätte ich jetzt auch stehen wollen oder würde ich jetzt auch gern stehen. Als wir dann gegen Zagreb gespielt haben, war es kurz davor, dass ich zu meinem ersten Youth League-Einsatz komme. Robin hatte bei einer Ausfall-Schrittsituation ein sehr starkes Ziehen am hinteren Oberschenkel und es sah sehr nach einem Muskelfaserriss aus. Dann meinten die Physios schon so, ja Aaron, mach dich ready. Dann kam auch noch Daniel, der Co-Trainer, zu mir, hat mir noch letzte Anweisungen eigentlich schon gegeben. Aber zu meinem Einsatz in der Youth League ist dann nicht so gekommen und Robin meinte, dass er durchspielen kann, was er dann auch getan hat. Dieses Jahr finde ich es eigentlich ganz schön, viel Erfahrung mitzunehmen, auch dann mit den ganzen Youth League-Reisen, da schon mal so ein bisschen reinzuschnuppern, wie Robin das Ganze auch angeht. Und ja, dann halt alles auf nächstes Jahr setzen, dass ich da spielen werde. Oh, jetzt auf lässig gehen! Das ist verrückt, Alter, hör auf!
Fußballspielen als kleines Kind mit 4 bei Viktoria Preußen angefangen. Das ist ein kleiner lokaler Verein in Frankfurt. Bei Mainz 05 war ich von der U8 bis zur U15, das heißt, das sind auch 6, 7 Jahre gewesen. Waren gute Jahre. Aber dann kam das Angebot von Borussia Dortmund und ich habe mir immer früher die anderen Dokus angeguckt von Yusufa und so, von der U17. Das dachte ich auch, dass das schon krass ist, U17 Bundesliga zu spielen. Dann ging irgendwie alles schnell, dann bin ich der U15 gekommen, dann habe ich sofort auch bei der U17 mitgespielt. Und ja, Youth League dann 1 Jahr später oder 2 Jahre später, einfach ein Traum, der dann auch in Erfüllung geht. Bevor wir dann losfliegen, dann komme ich nach Hause und dann esse ich meistens was. Eine Portion. Ich brauche ja auch die Kohlenhydrate und die Proteine, damit ich Kraft habe fürs Spiel. Ich bin ja auch ein großer Mann. Ne? Und dann versuche ich natürlich erstmal ein bisschen abzuschalten, setze mich auf die Couch, chill ein bisschen einfach am Handy und packe dann meinen Koffer ein. Ja, also ich nehme immer 3, 4 Paare Socken mit, wenn wir auf eine Auswärtsreise gehen, damit ich immer flexibel bin und falls wir noch Training haben, dass ich dann auch immer Spielsachen und Trainingssachen dabei habe. Deswegen auch immer die Sachen, also Pulli, T-Shirt, meistens auch noch eine lange oder Dreiviertelhose, weil wir dann noch dort trainieren oder halt danach noch Regeneration haben, auch Thermos. Wenn es mal ein bisschen kälter ist, in Gelb und in Schwarz, dann nehme ich meist immer noch 1 oder 2 T-Shirts mit, einfach um mich dann am Abend nochmal wohl zu fühlen, um umzuziehen, dass ich nicht immer mit den gleichen Sachen rumlaufe, weil wir dann ja meist den Präsentationsanzug hier von Dortmund anhaben. Den ziehe ich dann meist immer auf die Reise an oder vor Spielen. Genau, dann nehme ich immer noch meinen Gebetsteppich mit, weil ich gläubig bin und 5-mal am Tag bete. Und ja, das versuche ich dann immer auch auf der Reise zu managen. Und fehlen dürfen natürlich auch nicht meine Kopfhörer, mein iPad, wenn auf der Reise nicht langweilig wird und ich ab und zu auch mal ein bisschen einen Film gucken kann oder vielleicht was für die Schule noch machen muss. Ich weiß, dass der Tag bis jetzt lang war, ist aber so wie es ist, können wir nicht ändern. Wir haben ein wichtiges Spiel morgen und das Einzige, was wir heute hinbekommen müssen, ist uns einmal zu konzentrieren. Wir haben gestern angefangen, ich habe euch gesagt, der Ansatz ist mutig zu sein. Wir haben hier erste Halbzeit, in meiner Meinung, viel zu passiv gespielt letztes Mal. Wir hatten viel zu viel Respekt für unseren Gegner, das war nicht der Ansatz, aber es ist so gekommen. Wir müssen es hinbekommen morgen, dass wir genauso anfangen, wie wir zweite Halbzeit angefangen haben. Am Endeffekt haben wir hier zweite Halbzeit 2-0 gewonnen. Ja, das erste Spiel gegen Madrid war einfach Emotionen pur. Ich bin ja in der Halbzeit reingekommen und da haben wir noch 1 zu hinten gelegen. Also auf einmal waren wir wieder im Spiel drin, haben das 1-1 gemacht. Und dann das 2-1 in der Nachspielzeit und es war einfach verrückt. Ich kann das einfach gar nicht in Worte fassen, wie toll man sich dann gefühlt hat einfach. Wir sind davon ausgegangen, dass die Mann gegen Mann uns attackieren würde mit ein relativ hohes Angriffspressing und wusste, dass wir mit Cole und Diallo dann 2 hatte, dass sie den Zweifel durchsetzen könnte vorne. Ihr müssen vorne darauf mit rechnen, dass der kommt. You need to be awake the whole time. If they press forward, Robin gets the ball, you need to know, Cole, Kiel, Diallo, the ball will go in behind them. Die müssen bereit sein. Wenn Robin den Ball bekommt, muss dann Signal sein vorne. Wir laufen nicht entgegen, sondern wir laufen einfach rein, der Gegner ist der Hälfte, ohne eine Halbzeit zu laufen. Weil der Ball wird da reingespielt und ist halt schneller. Und mir interessiert das morgen ein Scheißdreck, um es gut aussieht. Ich will einfach das Scheißspiel gewinnen mit euch. Und wir haben die Chancen. Wir haben in Atletico Madrid trainiert. Und wenn du tagsüber trainieren willst, macht es ja nicht viel Sinn, dort zu trainieren gegen die Gegner, du spielst. Dann, das heutzutage ist ja überall das Kameras, dann hatten die es ja alles abfilmen können, deswegen haben wir uns dagegen entschieden.
Den weiß ich. Ja, gegen Madrid habe ich erfahren, dass ich nicht spiele 2 Tage davor. Also na klar, jeder will wichtige Spiele spielen, aber am Ende hat der Trainer seine Prioritäten und er muss sie auch setzen, wenn er denkt, dass andere Spieler besser für seine Idee sind. Später beim Profis wird es auch nicht anders sein, man muss akzeptieren und einfach lernen, damit umzugehen. Ich probiere mich vor dem Spiel oder auch in den Trainingszeiten davor immer genauso zu aktivieren, mich warm zu machen, immer den gleichen Ablauf zu haben, um am Ende dann auch perfekt auf das Spiel vorbereitet zu sein, falls dann doch irgendwie in letzter Sekunde irgendwas passiert. Ich saß neben unseren 2 Videoanalysten oben unterm Dach. Da war es sehr kalt, muss ich sagen. Ja, ich habe ja das 3. gelbe Karte bekommen, zu Hause gegen Barca. Und dann musste ich ja mal pausieren. Das ist das erste Mal in Youth League. In Game Coaching war ich eben nicht dabei. Das war nicht einfach für mich, aber es war eben so. Natürlich dachte ich mir vor dem Spiel, dass wir da was reißen können. Wir sind eine sehr, sehr gute Truppe. Der Trainer hat uns auch mit einem guten Plan aufgestellt. Auf geht's, Männer! Komm, Männer! Komm, Männer! Also in der ersten Halbzeit habe ich echt gedacht, okay, ja, das Spiel ist echt ausgeglichen, weil echt relativ wenig Torchancen auf beiden Seiten waren. Ich fand, defensiv standen wir gut. Wir haben unsere Zweikämpfe gewonnen. Madrid hat uns nicht wie erwartet in Manndeckung angelaufen, sondern haben hinten noch einen Spieler mehr gelassen. Und dadurch ist unser Plan nicht so gut aufgegangen mit den langen Bällen, aber wir haben unser Bestes getan mit dem Verteidigen. Es war auf jeden Fall sehr kampfbetont und sehr, sehr viele Zweikämpfe. Aber das hätte uns eigentlich gut gepasst. Leider kurz vor der Pause kam dann das ja doch etwas glückliche 1-0 für Real. Es war halt eine Flanke, die reinkam und dann steht er halt ziemlich frei vor Robin, wo er dann auch nichts mehr machen kann. Ich habe das genau noch im Kopf und dann gucke ich so oben auf die Anzeigetafel und dann steht da 43 Minuten und dann dachte ich mir so, scheiße, wir haben so gut verteidigt und jetzt vor der Halbzeit noch ein blödes, unnötiges Tor, aber ich dachte mir auch, egal, in der zweiten Hälfte machen wir das dann. Es ist natürlich unglücklich, wenn wir unsere Chancen nicht nutzen vorne, dass wir halt dann noch ein Tor kriegen. Wir wussten auch schon beim Aufwärmen, dass der Platz ziemlich stumpf ist, also dass der Ball echt eklig springt. Und dass dann genau so ein Aufsetzer direkt vor seinen Füßen dann unglücklich aufspringt, dann durch den stumpfen Platz vielleicht etwas langsamer wird. Es ist schwierig, den Ball einzuschätzen, weshalb ich denke, dass es echt schwierig war, den Ball zu halten und ja, das ist dann das gewisse Glück, was auf Real Madrid Seite war. Ich habe auf jeden Fall alles versucht reinzuwerfen. Ich sage, ab der 80. Minute war ich schon ein bisschen kaputt, weil die Intensität einfach komplett anders ist, wenn man die ganze Zeit hinterherläuft. Weil in der Liga haben wir ja meistens den Ball und ja, dann laufen wir alle hinterher jetzt gegen Madrid und die Intensität und das Anstrengungslevel war schon sehr, 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 sehr anstrengend. Ich habe von meinem Athletiktrainer mitbekommen, dass ich mich warm machen soll, weil ich vielleicht reinkomme und dann habe ich halt einen Sprint gemacht und dann habe ich sofort am rechten hinteren Oberschenkel wieder Schmerzen gespürt und dann finde ich, geht einfach meine Gesundheit vor. Trotzdem fühle ich mich schon schlecht, dass ich meine Mannschaft im Stich gelassen habe, was mir auch sehr weh tut. Ja, und es ist einfach unglücklich, finde ich. Ja, man war schon emotional runtergezogen. Also man hat sich schon gehofft, dass man vielleicht nochmal so einen Lucky Punch hatte wie beim letzten Mal. Jeder war einfach traurig und jeder musste es erstmal verarbeiten. Und es war einfach keine gute Stimmung nach dem Spiel. Ja, es ist immer schwer, dann mit einer Niederlage so umzugehen. Vor allem jetzt in einem K.O.-Spiel, das gibt ja kein Rückspiel mehr. Jetzt ist man leider aus der Youth League-Runde raus.
Und ja, ich musste erstmal einen Tag drüber schlafen, eine Nacht und ja, mich ein bisschen beruhigen. Das zweite Spiel, wo ich Real Madrid deutlich schwächer fand tatsächlich, hat mir den Mut ein bisschen gefehlt und das Spielglück hatten wir dann auch nicht. Und dann ist es einfach so, dass das bessere Mannschaft gewonnen hat, muss man auch ehrlicherweise sagen. Es war mit Abstand das schwerste Youth League-Saison, was ich betreuen durfte. Im Endeffekt hat die Umstände so geführt, dass wir sehr jung gespielt haben. Aber das ist Gold wert für die Jünger, dass die diese Spiele so frühzeitig spielen durften. Ich glaube, dass unsere Youth League-Saison an sich positiv war. Also, dass wir viele Spiele gewinnen konnten. Wir hatten krasse Momente gehabt, wie zum Beispiel gegen Real Madrid im Hinspiel. Wir haben gegen Celtic überragend gespielt. Wir sind weitergekommen als eine der jüngsten Mannschaften in ganz Europa. Solche Spiele sind auch nochmal gut, um zu gucken, wo wir auch nochmal stehen. Es hat uns auch auf jeden Fall eine Bestätigung gegeben, die wir gebraucht haben.